Du kannst dich entspannen. Jeder hat eine Seele. Du hast eine Seele. Oder ganz anders, deine Seele hat dich. Diese ungewöhnliche Perspektive bietet uns die Archetypenlehre an. Was hat es nun mit der Seele und ihrer Matrix auf sich? Die Matrix beschreibt den innersten Kern deines Wesens. Sie basiert erstens auf den 7 archetypischen Grundelementen. Die Seelenrolle, das Angstmerkmal, das Entwicklungsziel, der Modus, die Mentalität, das Reaktionsmuster und das Seelenalter. Und zweitens aus den 7 universellen Grundenergien. Auf diese Grundelemente und Energien gehe ich im Detail in separaten Videos ein. Beides wird miteinander kombiniert und so ergeben 7 mal 7 Elemente zusammen insgesamt die 49 Archetypen der Seele. Und diese haben es ganz schön in sich. Sie umfassen zusammengenommen alle Möglichkeiten seelischer, geistiger und materieller Entfaltung und das gesamte energetische Potenzial des Menschseins. Hier noch ein etwas näherer Blick auf die Tabelle, falls du auf dem Handy schaust. Und am besten schaust du dir diese Übersicht hier auf einem großen Bildschirm an. Hier siehst du noch mehr Details. Die Archetypenlehre ist nämlich ganz schön komplex. Und die einzelnen Elemente stelle ich dir nach und nach in separaten Videos vor, um den Rahmen hier nicht zu sprengen. Aber einen ersten Überblick, den sollst du hier natürlich schon mal bekommen. Kehren wir also zurück zur Matrix und wie diese entsteht. Aus den 49 Archetypen stellt sich nämlich die Seele vor jeder Inkarnation eine individuelle Matrix, eine spezielle Auswahl zusammen. Hier siehst du zum Beispiel die Matrix eines Menschen, der die Seelenrolle des Heilers hat. Er hat das Hauptmerkmal Selbstsabotage, als Nebenmerkmal Gier. Das Entwicklungsziel ist Unterordnen, der Modus Leidenschaft. Er hat die Mentalität eines Skeptikers, das Reaktionsmuster ist emotional-motorisch und das Seelenalter ist Reif 5. Anders dargestellt sehen die Hauptelemente dieser Matrix zum Beispiel so aus. Die Ängste und das Reaktionsmuster und das Seelenalter haben jeweils ein zweites Element. Das sieht dann so aus. So können sie noch mehr Dynamik entfalten. Deine Seelenrolle ist während sämtlicher Inkarnationen immer dieselbe, während dein Seelenalter von Leben zu Leben ganz von allein ansteigt. Alle anderen Elemente einer Matrix sind variabel. Das heißt, sie werden von deiner Seele immer wieder neu zwischen 2 irdischen Leben sorgfältig ausgewählt, um die anstehenden Aufgaben des kommenden Lebens bestmöglich zu gestalten und zu bewältigen. Und das macht sie nicht allein, sondern in Absprache mit deiner Seelenfamilie und den zugehörigen seelischen Verbänden. Und was bedeutet es nun in der Praxis, deine persönliche Matrix zu kennen? Wenn du deine Seelenrolle weißt, dann weißt du, welches der 7 Prinzipien dich in deinem Herzen antreibt, worum es dir geht. Das ist zum Beispiel für den Weisen das Mitteilen und Kommunizieren. Das ist für den Künstler natürlich das Gestalten, für den König jede Form der Führung und so weiter. Kennst du das Haupt- und Nebenmerkmal deiner Angst? Dann weißt du, welche Ängste dich zwicken. Es ist natürlich auch sehr hilfreich zu wissen, welche Angst deinen Chef so plagt und auch deine Partner, deine Familie und deine Kinder. Dann bekommst du mehr Verständnis und eine ganz andere Sicht auf sie. Das Entwicklungsziel zu wissen, ist zu wissen, welche Lernaufgabe du in deinem Leben hast. Das Entwicklungsziel ist sehr wichtig. Es ist das Erste, was die Seele sich aussucht in ihrer Matrix. Alle anderen Dinge werden so drumherum gestrickt, würde ich mal sagen. Und das Entwicklungsziel bestimmt, welche Art von Erfahrung du in deinem Leben machen musst. Das kann zum Beispiel ein ganz ruhiges Leben sein mit viel gelehrten Energie. Das kann ein sehr
dynamisches und kraftvolles Leben sein mit viel Krieger- und Königsenergie. Das kann zum Beispiel in einer speziellen Kultur sein oder es kann ein Leben sein, in dem du dich einfach ausruhen darfst und entspannen und zurücklehnen. Dafür ist aber dann vielleicht in dem nächsten Leben wieder ganz schön was los. Der Modus, das ist die Art und Weise, wie du diese gesamte Matrix lebst. Das kann vorsichtig sein oder leidenschaftlich. Dass ein zurückhaltender Heiler ganz anders rüberkommt als ein machtvoller Heiler, das kannst du dir bestimmt gut vorstellen. Die Mentalität ist die Art und Weise, wie du persönlich Wahrheit und Wirklichkeit interpretierst und wahrnimmst. Und darüber kann man sich ordentlich streiten. Du bist nämlich automatisch schon gleich völlig genervt, wenn du dich mit einer Person auseinandersetzt, die eine andere Mentalität hat als du. Du denkst dann so, mein Gott, wie kann man nur so bescheuert denken? Also, wie kann man nur so einen Unsinn irgendwie im Kopf haben? Warum lässt er oder sie sich einfach nicht überzeugen? Verstehe das nicht. Ja, der Witz an der Sache ist aber, dass du selbst auch nur auf eine der 7 speziellen Arten die Wahrheit und Wirklichkeiten wahrnehmen kannst und dass jede davon ihre Berechtigung hat. Wenn du dich dagegen mit einer Person unterhältst, die die gleiche Mentalität hat wie du, dann wird dir auffallen, dass sie eher immer irgendwie so automatisch übereinstimmt und ja, genau, so sehe ich das auch. Dann ist das ganz einfach. Das Reaktionsmuster ist das nächste, worüber man sich ordentlich in die Flicken kriegen kann. Es beschreibt körperliche Reaktionen und wird besonders in stressigen Momenten sichtbar. Du streitest dich mit deinem Partner und er kriegt den Mund nicht auf. Du stellst ihm eine Frage und er schnappt nach Luft und rennt weg. Dann bist du sehr wahrscheinlich intellektuell zentriert und er emotional oder motorisch. Oder du zerfließt in Tränen und möchtest einfach nur auf den Arm genommen werden und deine Partnerin, die bombardiert dich immer weiter mit irgendwelchen Argumenten, die dich gar nicht interessieren. Dann ist es umgekehrt. Dann bist du emotional zentriert und sie die Intellektuelle. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es ist ganz schön hilfreich, das Reaktionsmuster zu kennen. Schließlich das Thema Seelenalter. Es bestimmt deine Bewusstheit und deinen Reifegrad. Im menschlichen Körper gibt es 5 verschiedene Seelenalter. Und dann gibt es noch 2 weitere. Aber das Thema, das ist so ausführlich, das werde ich lieber in meinem Kanal auf einem anderen Video zeigen. Wenn du dich für dieses Thema Archetypen und alles, was dazugehört, wirklich nachhaltig interessierst und merkst, da ist irgendwas dran für dich, dann kann ich dir aber jetzt schon sagen, dass du sehr wahrscheinlich eine Seele im Alter zwischen Reif 6 und Alt 4 bist. Und zwar ganz unabhängig von deinem jetzigen menschlichen chronologischen Alter. Und das ist ganz schön alt. Frank Schmolke und Wada Hasselmann sagen tatsächlich dazu, Leute, ihr seid sozusagen im seelischen Altersheim. Und von euch gibt es nicht so viele. Zur kompletten seelischen Ausstattung gehört übrigens auch noch der Weg der Seele sowie die Energien deiner Seelenfamilie. Das können 2 bis 4 weitere Elemente sein. Hinzu kommt dann auch noch deine Seelenfamilienaufgabe. Ganz schön bunt, oder? Das kann aber auch ganz anders aussehen. Hier ein anderes Matrix-Beispiel. Oder diese Matrix hier, schau mal, viel rote Krieger und purpurfarbene Königsenergie. Vielleicht magst du raten, wer das ist? Was kann das wohl für ein Mensch sein mit so viel Aktionsenergie? Es ist die Matrix von Elvis Presley. Da war ganz schön was los. Und unter Archetypenfreunden ist es auch üblich, die Matrix wie folgt in Ziffern, den sogenannten Chiffren, auszudrücken. Der seelische Weg wird von den Autoren der Archetypenbücher klassischerweise hinten angestellt, da er nicht direkt zur Matrix gezählt wird. Ich persönlich finde schon, dass man ihn dazu zählen kann, als Dual der Seelenrolle. Wada Hasselmann und Frank Schmolke vergleichen das Schema der 49 Archetypen und der Matrix
mit einem Webstuhl, bei dem die Seelenrolle wie der dauerhafte Kettfaden wirkt, der über alle Inkarnationen als Basis dient und in den sich alle anderen Elemente hineinweben. Für jedes einzelne Leben wird ein neues Muster, ein neues Gewand gewebt. Und das Seelenalter ergibt sich von ganz allein, indem das Gewebte von Leben zu Leben immer länger wird. Mir persönlich gefällt auch die Idee sehr gut, die Matrix mit einer Art Code zu vergleichen, einer Art Software, mit der du ausgestattet bist. Die Matrix hat sogar Auswirkungen auf deinen Körper, die Hardware. So sind Krieger zum Beispiel in der Regel etwas kräftiger gebaut als Heiler. Und der Geist? Der ist natürlich die Cloud in dem Modell. Ich hoffe natürlich, dass du jetzt neugierig geworden bist auf deine persönliche Matrix. Außer der Matrix kommt natürlich bei jedem Menschen noch dazu, dass er oder sie geprägt ist von ihrer Inkarnationsgeschichte, von ihrer Kultur, von der Gesellschaft, von der Erziehung und von den individuellen Möglichkeiten von Psyche und Geist. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Seelische Entwicklung lässt sich nicht beeinflussen. Psychische Entwicklung hingegen schon. Aber die Seele, die ist unabhängig von deinen Wünschen. Ganz gleich, was du machst. Sei es Lichtarbeit oder Achtsamkeitsübungen. Meditieren nützt auch nichts. Ob du es dir von Herzen wünschst oder herbeiflehst oder darum betest oder ob du es vielleicht sogar ablehnst. Die Seele erreicht ihr Ziel von ganz allein. Sie ist unabhängig von Raum und Zeit. Du kannst dich also entspannen. Oder wie es Frank Schmolke einmal so schön sagte, begleite dich liebevoll bei all dem, was sowieso passiert. So. Im